Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch zum Start in den Sommer natürlich eine erfrischende, sommerliche Torte und zwar meine Hugo-Torte. Sie besteht aus meinem fluffigen Biskuit und zwar 2/3 davon, also wir brauchen nur 2 Böden. Einen könnt ihr euch einfrieren. Das Video verlinke ich euch gerne hier oben auf dem kleinen i und alle wichtigen Infos zum Rezept findet ihr wie immer hier unten in der Infobox. Dort findet ihr auch den Link zu meinem Blog. Dort könnt ihr das Rezept dann auch ausdrucken. Und die Torte ist natürlich gefüllt mit einer leckeren Hugo-Creme. Wie die gemacht wird, das zeige ich euch gleich. Obenauf ist die Torte natürlich mit einem feinen Holunder-Spiegel dekoriert und wer mag, kann sie dann noch opulent verzieren mit Sahnehäubchen, mit Limettenscheiben, natürlich mit Pfefferminze und wer möchte, der Holunder blüht nämlich gerade, mit Holunderblüten. Wir starten mit der Zubereitung unserer Creme. Für die Creme benötigen wir natürlich ein Festigungsmittel. Ich habe hier jetzt 6 Blatt Gelatine. Ihr könnt selbstverständlich auch Agatine oder San-Apart verwenden. Dann müsst ihr jeweils gucken, was auf der Packung steht und entsprechend danach vorgehen. Die 6 Blätter Gelatine weichen wir uns in kaltem Wasser ein. Einfach 5 bis 10 Minuten beiseite stellen und dann geht's weiter. Und zwar habe ich jetzt hier 400 Gramm Vollmilchjoghurt. Das gebe ich mir einfach in eine größere Schüssel. Ich nehme da immer gerne griechischen Joghurt. Dazu kommt 400 Gramm von meinem Lieblingsfrischkäse. Und wer keinen Frischkäse verwenden möchte, der kann auch Quark nehmen. Der sollte einfach gut abgetropft sein oder auch Mascarpone. Aber ich finde es mit Frischkäse dann doch am geeignetsten für diese Torte. Dazu kommt etwa 50 Gramm Zucker. Je nachdem, wie süß euer Sekt ist, der sollte eigentlich trocken sein, aber wenn er süßer ist, könnt ihr auch ein bisschen Zucker reduzieren. Dann kommt natürlich Limettensaft dazu und zwar 3 Esslöffel. Ich habe jetzt hier einen aus dem Glas, aber ihr könnt ihn natürlich auch frisch gepresst verwenden. Und was natürlich nicht fehlen darf, ist der Holunderblütensirup und da nehmen wir 50 Milliliter. Und jetzt kann dies alles miteinander schön verrührt werden. Einfach mit dem Schneebesen oder auch gerne mit dem Handrührgerät, ganz egal. So lange verrühren, bis sich der Zucker schön aufgelöst hat. Wunderbar, das reicht auch schon. Gerade beiseite stellen. Jetzt haben wir unseren Prosecco noch übrig und zwar 150 Milliliter. Da könnt ihr auch Sekt verwenden, der sollte trocken sein oder O-Saft, wer keinen Alkohol in der Torte haben möchte. Hier kommt jetzt unsere ausgedrückte Gelatine hinein. Einfach gerade aus dem Wasser herausnehmen. Zwischen den Fingern ausdrücken, dass wir einfach überschüssiges Wasser loswerden und dann können wir hier die Gelatine in den Prosecco geben oder in den Sekt und gerade kurz erwärmen. Ich mache das immer gerne in der Mikrowelle, einfach 10 Sekunden. Ihr könnt das Ganze natürlich aber auf dem Herd auch in einem Töpfchen machen. Achtung, die Gelatine darf nicht kochen. 15 bis maximal 20 Sekunden bei 600 Watt in der Mikrowelle auflösen, gerade noch verrühren, dass wirklich die Gelatine sich ganz in der Flüssigkeit löst. Und jetzt ist sie so ein bisschen warm noch. So können wir also die Gelatine jetzt nicht in unsere Creme hineinrühren. Und um die Temperatur unserer Gelatine und der Creme anzugleichen, geben wir jetzt einfach ungefähr 3 bis 6 Esslöffel von unserer Creme hier in die Gelatine und rühren sie dann an und fügen dann die angerührte Gelatine hier zu der Creme hinzu. 1, 2 und am besten gleich rühren. Gefäß ist ein bisschen klein bei mir jetzt. Und 3. So, und jetzt haben Creme und Gelatine die gleiche Temperatur. Das müsst ihr übrigens auch machen, wenn ihr das Ganze mit Agatine zubereitet. Dann muss auch angeglichen werden, ganz genauso. Und jetzt können wir uns die angerührte Gelatine in unsere leckere Creme hineingeben. Und das macht man auch unterrühren, damit wirklich nichts gerinnt. Immer so peu à peu und schön schnell rühren, dass sich die Temperatur weiter schön angleicht. So, und ihr seht, da sind richtig viele Luftblasen jetzt drin in der Creme und das ist natürlich etwas, was durch den Sekt oder Prosecco hervorgerufen wird. Also die Creme ist richtig schön spritzig. Die Creme kommt jetzt erstmal zum Angelieren kurz ins Kühle, am besten 10 Minuten in den Kühlschrank, dass sie einfach so ein bisschen anziehen und andicken kann. Und wir kümmern uns in der Zeit um unseren Biskuit. So, wunderbar, unser Biskuit ist ja schön vorgebacken und gekühlt und lässt sich jetzt sicherlich auch sehr gut schneiden.
gerade hier abziehen. Ich brauche nur 2 von den 3 Böden, die hier rauskommen. Ich stelle mein Messer auf 1,5 cm. So habe ich dann schöne gleichmäßige Böden. Sehr schön. Ich liebe diesen Biskuit. Der ist einfach fantastisch. Ein Boden. Und jetzt schneiden wir noch den zweiten. Und den dritten Boden könnt ihr euch einfrieren. Gar kein Problem. Einfach gerade einpacken. Und dann für eine andere Torte einfach weiterverwenden. Da haben wir den zweiten Boden. So haben wir jetzt 2 wunderschöne Böden für diese Torte. Und ich rate euch, sie wirklich auch selber zu backen. Es schmeckt einfach viel, viel besser und es ist wirklich ganz einfach. Schaut euch das Video an und es wird euch garantiert gelingen. So, und dann kann es auch schon losgehen. Ich habe hier meinen Tortenretter, Tortenpappe. Hier kommt jetzt der erste Boden auf die Tortenpappe bei mir. Und da unsere Creme ja natürlich noch sehr flüssig ist, stellen wir einen Tortenring darum und ziehen ihn schön fest. Nicht zu fest, denn es muss ja noch der zweite Boden dann oben aufpassen. So, perfekt. Und jetzt kommt auf diesen ersten Boden die Hälfte unserer Creme. Die gießen wir uns einfach darauf. Und da die Creme sehr, sehr flüssig ist, kann man sie einfach gerade so ein bisschen vorsichtig glatt rütteln. Und ganz vorsichtig geben wir jetzt den zweiten Boden hier drauf. Einfach drauflegen und ganz sanft andrücken. Wenn die Creme so flüssig ist, auf keinen Fall fester drücken, sonst wird sie euch nach oben steigen. Einfach nur schauen, dass der Boden schön gerade drauf liegt. Jetzt kommt der zweite Teil unserer Creme hier oben auf. Wieder schön verrütteln oder verstreichen. Unsere Torte muss nun für mindestens 4 Stunden, besser aber über Nacht in den Kühlschrank, damit die Creme richtig schön fest wird, damit wir dann nachher unseren Spiegel auch problemlos darauf kriegen und dass wir sie dann auch schön dekorieren können. Über Nacht war die Torte bei mir im Kühlschrank, schön abgedeckt mit einer Haube und sie ist super schön fest geworden. Man sieht es, wenn man daran rüttelt. Und ich habe vom Spaziergang mit dem Hund auch noch Holunderblüten mitgebracht. Die kann man noch zur Dekoration benutzen, wenn man möchte, wenn man sie findet. Ansonsten werden wir jetzt einfach nur den Spiegel zubereiten und Limettenscheiben und Minze obenauf dekorieren. Für den Tortenguss geben wir uns 120 Gramm Wasser in einen Topf und 200 Gramm Holunderblütensirup. Und den Zucker lassen wir natürlich weg, denn der Sirup hat genug Süße. Ich sage das extra in Gramm, weil es immer in Milliliter so schwer abzuwiegen ist, abzumessen ist, wenn man kein vernünftiges Gerät hat. Es wäre in Milliliter 150 Milliliter Holundersirup und 100 Milliliter Wasser. Dazu kommt ein Päckchen klarer Tortenguss. Den schön verrühren. Und diese Mischung lassen wir jetzt einfach einmal aufkochen, lassen sie dann 1 Minute abkühlen und geben sie dann vorsichtig auf die gut gekühlte Torte. Den Tortenguss unterrühren, aufkochen lassen. So, jetzt kocht der Tortenguss. Jetzt können wir ihn runternehmen vom Feuer und ihn 1 Minute ungefähr abkühlen lassen erstmal. Die Holunderblüten, die ich gesammelt habe auf dem Spaziergang, die habe ich mir jetzt gewaschen, getrocknet und vorsichtig abgezupft oder abgeschüttelt. Teilweise fallen sie auch von alleine ab, sie sind sehr empfindlich. Und die werde ich jetzt hier oben drauf streuen. Das ist absolut optional, wenn ihr keine bekommt. Ist es nicht so schlimm, aber es gibt der Torte natürlich noch das ganz besondere Etwas. Wenn man sie bekommt, ist es ganz toll. Also einfach so ein paar hier oben drauf streuen. Bevor wir jetzt den Spiegel drauf geben, der darf ruhig noch etwas abkühlen, nicht, dass uns die Oberfläche anschmilzt. Und dann haben wir so wunderschöne kleine Blütchen hier oben drauf liegen. Und das gibt nochmal einen ganz besonderen, schönen Geschmack. Schauen, dass sie schön verteilt sind. Vielleicht kennen einige von euch ja auch die Hollerküchle. Ich mache die jedes Jahr, wenn die Holunderblüte ist. Finde ich sehr lecker. Da macht man eine Art Pfannkuchenteig und bäckt darin Holunderblüten, Holunderdolden aus. Die muss man einfach frisch aus der Pfanne essen. Das schmeckt wunderbar.
Und wenn alle Blütchen schön verteilt sind, dann können wir den etwas abgekühlten Guss auf die Torte gießen. Und am besten gießen wir über einen Löffel, damit die Gefahr, dass unsere Oberfläche beschädigt wird, nicht so groß ist. Vielleicht noch so ein ganz klein bisschen schwenken. Jetzt müssen wir den Spiegel natürlich noch abkühlen lassen und dann können wir die Torte aus dem Ring schneiden und sie final dekorieren. Während die Torte kalt steht, damit der Spiegel anziehen kann, können wir auch schon die Limetten zubereiten. Und dann werden wir uns einfach Viertel schneiden. Und die kann man dann nachher wunderschön auf der Torte dekorieren. Die sollten nämlich nicht so riesig sein. Das sieht immer schöner aus. So, da haben wir unsere 16 Limettenscheiben und jetzt fehlt nur noch die Minze. Ich habe hier eine schöne japanische Heilminze bei mir aus dem Garten gepflückt. Aber ihr bekommt Minze natürlich auch im gut sortierten Supermarkt oder auf dem Wochenmarkt. Und wer sie gar nicht bekommt, der kann sie natürlich auch weglassen. Aber eigentlich gehört sie zu einer Hugo-Torte schon dazu. Ein bisschen waschen und trocken schütteln oder vorsichtig mit dem Handtuch trocken machen. Und dann kann man sie einfach abzupfen. Bei mir war die Torte 15 Minuten im Tiefkühler. Ihr könnt sie auch alternativ eine halbe Stunde bis eine Stunde in den Kühlschrank stellen. Und dann ist der Spiegel fest. Einfach dran rütteln, dann sieht man schon, klappt es oder klappt es nicht. Und wenn da noch was richtig wackelig ist, dann nochmal kühlen. Ansonsten kann man sie jetzt aus dem Ring lösen. Vorsichtig mit einem scharfen Messer hier entlang schneiden. Vorsichtig wieder hochkommen, den Ring vorsichtig lösen und sehr schön, so sieht unsere Holundertorte nun aus. Ihr könnt sie natürlich noch dekorieren, außenrum mit Sahne, Sahnehäubchen, so das ganz Klassische. Aber da es eine Sommertorte ist, werde ich sie jetzt ganz einfach so spritzig lassen, wie sie ist. Und sie nur noch mit den Limettenscheiben und der Minze belegen. Dafür teile ich mir jetzt die Torte vorsichtig ein. Dann sehe ich einfach besser, wo ich hinlegen soll. Ganz sanft. Nur eindrücken. Sehr schön. Und ich werde jetzt einfach auf jedes Stück eine Minze legen, so etwas schräg. Und ein Limettenviertel. Erstmal die Blättchen. Und dann die Limettenviertel. Und das letzte. Und so sieht die Torte wunderschön aus, so wie ein Windrad, ein Limettenwindrad. Die Mitte könnt ihr jetzt einfach freilassen oder dort auch noch etwas hinlegen, ganz wie ihr das wünscht. Die letzten 2 Limetten, die ich noch übrig habe. Und so eine Minze in die Mitte. Und die Torte, unsere leckere Hugo-Torte ist fertig. Wer möchte, kann auch weitere Blüten hier oben aufstreuen, dass sie noch zusätzlich dekoriert ist. Oder eben sie mit Sahne noch außen eindecken, Sahnerosetten aufsetzen. Wie ihr das möchtet. Ich bin gespannt auf eure Fotos und ich werde sie jetzt für euch probieren. So, dann lasst uns das leckere Törtchen probieren. Und da kommt es schon raus. Und da kommt unsere fantastische Hugo-Torte. Oh mein Gott, wie lecker ist die bitte. Super, super fein. Sehr lecker. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Sie duftet lecker nach Holunder, nach der Limette. Sehr erfrischend.
Genau das Richtige an einem heißen Sommertag. Ein Traum. Sehr, sehr lecker. Nicht zu süß, sondern wirklich erfrischend. Das Süßeste daran ist der Spiegel. Der Rest der Torte ist gar nicht mal so süß. Ich finde sie super lecker. Alle Hugo-Fans werden begeistert sein und ja, auch alle Holunder-Fans werden begeistert sein. Das war meine spritzige Hugo-Torte, eine perfekte Torte für den Sommer, für eine schöne laue Sommerparty, für einen Geburtstag im Sommer oder aber einfach nur zum Sonntag. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen und ihr werdet sie einmal nachbacken und dann schickt mir gerne eure Fotos auf Facebook oder Instagram, da freue ich mich immer sehr auf eure Versionen dieser Torte. Wir sehen uns hier nächste Woche am Sonntag um 10 Uhr wieder zu einer neuen Torte. Bis dahin viel Spaß beim Backen, macht's gut, bleibt gesund. Tschüss!